Hallo Freunde, die Geschichte, die ich dieses Mal erzählen möchte, begann am 1.5.07.1941 früh am Morgen auf dem geheimen Marinestützpunkt der Vereinigten Staaten von Amerika, der sich während des Zweiten Weltkriegs in Grönland befand. Mit zwei riesigen Bombern vom Typ B-17 und 6 beim Abheben befanden sich ein P-38 Jagdflugzeug und ein Blitzgeschwader auf dem Weg zu britischen Flugplätzen, um an Kämpfen gegen die Nazi-Armee teilzunehmen, während die Flugzeuge den Polarkreis überflogen. In östlicher Richtung kam es zu einem Schneesturm, die Sicht war gleich Null. Als die Piloten erfuhren, dass ihr erster geplanter Tankstopp in Island abgesagt worden war, kehrten sie um und kehrten zur Basis zurück, konnten es aber mit minimalen Treibstoffvorräten nicht bis zum heftigen Sturm schaffen. Den Piloten war klar, dass ihnen keine andere Wahl blieb, als in den eisigen Ecken der Ostküste Grönlands abzustürzen. Die Notlandung des Flugzeugs P-38 mit eingefahrenem Fahrwerk war der einzige Ausweg aus dieser Situation. Während der Landung prallte das Bugrad 1 des Flugzeugs in eine Gletscherspalte, wodurch das Flugzeug heraussprang, der Aufprall jedoch weiterging. Das Dach des Oberlichts des neuen Jägers war vom Schnee aufgeweicht. Infolgedessen kam der Pilot mit leichten Verletzungen davon, als ein Flugzeug erfolgreich landete, gefolgt von anderen Jägern und Bombern. Sie alle stiegen auf die Eisfläche und zogen das Fahrwerk. Durch eine solche Landung erlitt das Flugzeug nur geringfügige Schäden. Was war das Wichtigste? Alle Besatzungsmitglieder waren am Leben und praktisch unverletzt. Nach 10 Tagen, als der Sturm nachließ und die Kommunikation wiederhergestellt wurde, wurden sie alle gerettet. Die Flugzeuge des Geschwaders mussten jedoch dort belassen werden, wo sie gelandet waren. Schauen wir uns nun an, was mit dem Eis in Grönland passiert. Wie verhält es sich mit dem amerikanischen Geschwader? Später werden Sie zunächst einige Fakten verstehen. Die durchschnittliche Eisdicke in Grönland beträgt 1500 m. Die größte Dicke des Schildes beträgt mehr als 3000 m. Das Alter des Eises wird auf etwa 110.000 Jahre geschätzt. Im Jahr 2019 verlor der grönländische Eisschild die Rekordmenge von 532 Milliarden Tonnen Eis. Wenn Sie sich die Aufnahmen des Einsturzes ansehen. Nach den Gletschern beginnt jeder vernünftige Mensch darüber nachzudenken, was ihn an einem heißen Sommertag mit einer Temperatur von 35 bis 45 Grad genau bedroht. Er beginnt zu verstehen, dass seine Kinder einfach keinen Ort haben werden, an dem sie leben können, wenn nichts unternommen wird, können bequem auf ihrem Land leben. Allein im Juli 2019 sind 223 Milliarden Tonnen grönländisches Eis geschmolzen. Das im gesamten Jahr 2019 geschmolzene Wasser könnte das gesamte Vereinigte Königreich überschwemmen. Nach 2,5 Metern gilt allgemein, dass der Wasserspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts allein aufgrund des Abschmelzens Grönlands um 10 cm ansteigen wird. Generell wird erwartet, dass der Wasserstand bis zum Jahr 2100 um 1 Meter ansteigt. Das bedeutet, dass Küstenstädte wie London, Shanghai, Hongkong, Kalkutta und Inseln im Pazifischen Ozean möglicherweise unter Wasser stehen. Weltweit sind davon mindestens 300 Millionen Menschen betroffen. Und nun zurück zu unseren Flugzeugen. Die Jahre vergingen und ein paar Leute erinnerten die Öffentlichkeit daran, dass es in Grönland ein verlorenes Geschwader gab. Doch die Leute sprachen, die Journalisten schrieben, und damit war der Fall erledigt. Erst im Jahr 1918 wurde von der Notwendigkeit gesprochen, diese Flugzeuge zu retten. Patrick EPS, ein amerikanischer Flugzeughändler, schlug seinem Freund Richard Taylor vor, dass die Flugzeuge des Geschwaders so gut wie neu sein sollten. Er stellte sich sogar vor, als würde er bereits am Steuerhebel eines Kampfjets sitzen, ich müsste nur den Schnee von den Flügeln kratzen, sie mit Treibstoff füllen, ihn starten und in den Himmel heben. Nichts mehr. Aber für diese beiden Flugzeugbegeisterten hat es mehrere Jahre gedauert. Es kostete viel Geld, diese Mission zu erfüllen, sie unternahmen mehrere Expeditionen, aber erst nachdem sie sich versammelt hatten. Mit allen notwendigen Informationen begann sich die Situation 8 Jahre später zu klären. Im Jahr 1918 gelang es einem isländischen Geophysikingenieur mit Hilfe eines hochentwickelten Radars, mehrere große Objekte unter dem Eis zu entdecken, und dann begann das Interessanteste, als eine kleine selbstgebaute Dampfsonde ein Loch in das Eis bohrte. Die Mitglieder der Expedition müssen sich gefragt haben. Sie mussten die Sonde ständig ausfahren. Es erreichte schließlich eine Tiefe von 75 Metern, bevor keiner der Expeditionsteilnehmer einen Bomber entdeckte.
Er konnte sich nicht einmal vorstellen, dass die Flugzeuge des Geschwaders in einer Tiefe von mehr als 10 Metern im Eis sein würden. Und warum sollten Sie das nicht glauben? Tatsächlich lebt die Öffentlichkeit in der Illusion, dass die Bildung von Gletschereis sehr lange dauert und dass es Hunderte von Jahren dauert, bis sich nur wenige Meter bilden. Es war derselbe Glaube wie damals, als die Gesellschaft glaubte, es dauere Millionen von Jahren, bis Korallenriffe entstehen, obwohl überwältigende Beweise dafür vorliegen, dass solch lange Zeiträume für die Bildung von Eis nicht erforderlich sind. Oder Korallenriffe. Damals erkannten EPS und Taylor, dass es nicht so einfach war, eine große Menge Eis auszugraben oder zu sprengen, da sich das Eis in nur 46 Jahren gebildet hatte und die Expedition daher gezwungen war, mit leeren Händen zurückzukehren. 1919 kehrten sie wieder an diesen Ort zurück, allerdings mit einem Gerät namens Supergolf, dessen Höhe nur 1,5 Meter betrug, das aber über Kupferwicklungen verfügte, die heißes Wasser lieferten. Das Gerät konnte ein 120 cm breites Loch im Eis schmelzen. Mit einer Abstiegsgeschwindigkeit bis zu einer Tiefe von 50 cm pro Stunde. Nach einiger Zeit traf das Gerät den Flügel des Bombers. Nachdem der Supergolfer den Flügel erreicht hatte, wurde heißes Wasser durch die Hülse geleitet, um einen Hohlraum um das Flugzeug herum zu schaffen. Doch nach allen Bemühungen stellte sich leider heraus, dass das riesige Flugzeug unter dem Druck des Eises zerstört wurde. Zweiter also die Expedition war ebenfalls erfolglos. EPS und Taylor kehrten wieder mit leeren Händen nach Hause zurück, aber das Geschwader ließ sie nicht in Frieden leben. Einen Monat später stellten die Freunde fest, dass die P-38 Kämpfer kompakter und langlebiger waren. Sie hatten gute Chancen, auch unter einer riesigen Eisschicht unversehrt zu bleiben. Im Mai 19.192 kehrte die Expedition zum dritten Mal an denselben Ort zurück. Das Interessanteste ist, dass sich der unter dem Eis entdeckte Schädel aufgrund der Bewegung der Gletscher 5 Kilometer von seinem ursprünglichen Standort entfernt hat. So wurde über der Grube ein ganzes Zeltlager errichtet, in dem Oberflächenarbeiten durchgeführt wurden. Diese Generatoren funktionierten und als es fertiggestellt war, lebten hier Menschen. Der Haupttunnel wurde von Arbeitern in Betrieb genommen, die mit Dampfschläuchen und Pumpen ständig Wasser herauspumpten, um es in der Eisschicht der Höhle zu schmelzen. In der Mitte befand sich der Jäger der S-38. Erst 19.192 gelang es schließlich, das Flugzeug aus seiner eisigen Gefangenschaft zu befreien. Nach vielen Wochen mühevoller Anstrengung wurden die Flügel und der Rumpf durch ein riesiges Loch, das durch die nahegelegenen Guffer, 4 Löcher entstanden war, an die Oberfläche gehoben. Außerdem sollte angemerkt werden, dass sich das Flugzeug in ausgezeichnetem Zustand befand. Das Cockpit war intakt, die Sensoren und Instrumente waren vorhanden. Sogar die Waffen funktionierten nach 50 Jahren noch einwandfrei, 6 Monate später in Kentucky auf dem Boden. Sie begannen, den Flugzeughangar bis ins kleinste Detail zusammenzubauen. Zerlegter Jäger, Restaurierung und Restaurierung dauern weitere 9 Jahre. Erst dann startete das Flugzeug ein Jahr nach der Überholung mit Kennzeichen und Rufzeichen. 26.10.2002 bei einer Flugschau vor 20.000 Zuschauern. Die Kosten für diese Expedition und Restaurierung betrugen etwa $3 Millionen, aber für echte Flugzeugliebhaber spielt der Preis wahrscheinlich keine Rolle. Man kann die Bemühungen der Amerikaner nur würdigen, die einen gigantischen Job gemacht haben, Millionen von Dollar ausgegeben und Ergebnisse erzielt haben, die der ganzen Welt gezeigt haben, dass sie ihre Geschichte in der Grube von 19.188 schätzen können. Wo in einer Tiefe von 75 Meter befand sich der Jäger im Jahr 07? Im Jahr 2018 fand eine Expedition in Grönland statt. Dabei kam die von der lettischen Firma SPH Engineering entwickelte Technologie zum Einsatz. Integriert in das 1 Bodenerkundungsradarsystem und das unbemannte Luftfahrzeug. Es ist uns gelungen, ein weiteres Flugzeug dieser Staffel zu finden. Der Höhepunkt der Expedition war der Moment, als aus einer Tiefe von 104 m eine Sonde mit einer roten öligen Flüssigkeit gezogen wurde, die als in Amerika verwendetes Hydrauliköl 5606 identifiziert wurde. Durch einfache Berechnungen stellen wir fest, dass die Dicke des Eises vom Jahr 19.142 bis zum Jahr 19.188 um etwa 1,5 Meter pro Jahr zugenommen hat. Und von 19.188 bis 2018 etwa 1 Meter pro Jahr. Angesichts der Dynamik ist der Trend also enttäuschend.
Es ist klar, dass das Wachstum im Jahr 2020 völlig zum Stillstand gekommen ist. Natürlich kann jemand sagen, dass man sich in wenigen Minuten an die offiziellen Statistiken wenden und alles herausfinden könnte, und dem können wir zustimmen. Oh, und das sind alles Freunde. Gib ihm ein Like. Wenn Sie etwas Neues gelernt haben, schreiben Sie Kommentare und bis bald.